Guten Morgen aus dem sonnigen Albanien und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander. Ich habe gerade Tirana verlassen, wo ich die letzte Nacht verbracht habe und fahre jetzt Richtung Durrës, von wo ich aus nach Süden abbiege. Und wenn du wissen willst, wie weit ich heute komme, dann bleib dabei. Ich bin jetzt ungefähr 1,5 Stunden unterwegs, musste erstmal aus Tirana raus, bin um 9 Uhr gestartet und dann ging es an so eine Ausfallstraße raus, ein ganz schönes Stück erstmal wieder, dass ich gestern schon reingefahren war. Das war ein bisschen ärgerlich, aber anders geht es nicht. Ich musste jetzt erst nach Norden fahren, um nach Westen, nach Durrës abzubiegen und von da aus kann man dann nach Süden ausfahren. Ja, wie gesagt, es ging diese Ausfallstraße lang, die wurde plötzlich vierspurig und sah sehr nach Autobahn aus. Aber dann haben mich 4 Rennradfahrer überholt und da dachte ich mir, okay, wenn die hier fahren, kann ich auch hier fahren. Ja, und das war nicht ganz so viel Verkehr wie gestern, es ist Sonntagmorgen, aber es war doch schon was los. Und dann ging es zum Glück irgendwie auf so eine Seitenstraße, die parallel zu dieser Autobahn oder was immer das war, geführt hat. Und die ist dann unter dieser Straße durchgegangen und mit der Straße nach Westen abgebogen. Ja, und jetzt folge ich der hier durch die Gewerbegebiete und durch die Orte. Ja, heute ist wie gesagt Sonntag, aber es wird gearbeitet wie verrückt. Überall wird geschafft. Betonmischer fahren an mir vorbei. Also irgendwo da vorne ist eine Baustelle. Ich hoffe, da bin ich hoffentlich gleich vorbei, damit das mal aufhört. Ja, ich will ganz fest hoffen, dass es dann, wenn ich an Durrës vorbei bin, auch mal ein bisschen landschaftlich schöner wird. Die schöne Landschaft liegt so neben der Straße. Ich glaube, dass sie fängt sofort an schön zu werden, aber da komme ich nicht hin. Und ich hoffe, dass das sich später mal ändert. Jetzt bin ich mal von der Nebenstraße auf eine Nebenstraße gefahren und da dachte ich schon, oh Gott, jetzt geht es erstmal bergauf. Aber zum Glück kann ich diese Straße fahren. Ja, herrlich hier, diese Ruhe und diese frische Luft. An den Straßen ist immer ein Gestank, es ist furchtbar. Links und rechts wird irgendwas verbrannt, was eigentlich nie verbrannt werden sollte. Die Abgase von den Autos, die sind richtig beißend. Ja, aber so ist das nun mal hier. Ich hoffe, ich kann jetzt hier mal ein bisschen durch Querbeet fahren, ein Stück und mal ein bisschen was von Albanien sehen und nicht nur Straßen. Ja, kaum schwärme ich von der frischen Luft auf dem Land, komme ich auf eine Schotterpiste und es kommt mir ein Auto entgegen und staubt mich ein. Jetzt bin ich mal ein paar Tage nur durch Ebenen gefahren und jetzt bin ich schon so aus dem Training, dass mich diese kleine Steigung hier vollkommen aus der Puste gebracht hat. Und jetzt geht es ja auch noch in Serpentinen den Berg hoch. Ja, das ist eben die Sache, wenn man von der Straße abfährt, ne? Dann wird es gleich etwas bergiger. Ja, von da bin ich gekommen. Man sieht so ein bisschen die Autos auf der Hauptstraße. Und hier, wo diese ganzen Gewerbegebäude sind, da bin ich zwischendurch auf der Nebenstraße gefahren. Das da hinten müsste Durrës sein oder Teile davon. Und das versuche ich jetzt hier gerade zu umfahren und südlich davon zu bleiben, sodass ich gar nicht in die Stadt muss.
Ich fahre jetzt schon eine ganze Weile durch so kleine Orte. Das ist hier alles Kulturlandschaft, wie man eben gesehen hat. Und deswegen ist es relativ zersiedelt. Jeder hat so sein kleines Stück Land, wie es aussieht. Ja, und im Hintergrund sieht man die Berge, die liegen leider im Dunst. Ja, ich komme hier nur im Kriechgang voran, weil mal ist es Schotterpiste, mal geteert. Ich muss navigieren, ich muss um Kühe, Schafe, Ziegen, Hühner, Katzen herumfahren. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant hier und spannend. Das ist ein kleines Wasserreservoir. Ich weiß allerdings nicht, woher das gespeist wird. Das da hinten ist Durres, glaube ich. Da bin ich sehr froh, dass ich das umfahren habe. Aber Arapai, wo ich jetzt durch muss, sieht auch nicht besser aus. Aber dahinter liegt auf jeden Fall das Meer. Ja, hier muss ich jetzt runterfahren. Ja, so sieht es in Albanien sonntags am Strand aus. Sehr schön. Ja, ich bin jetzt mal gerade hier runtergefahren ans Meer, um mir das mal anzuschauen und mal Ruhe zu haben von der Straße. Ich fahre zwar jetzt gerade auf einer Straße, die neben der Autobahn oder Hauptstraße oder was immer das ist, führt, aber da ist genauso viel Verkehr wie auf der großen Straße. Naja, ich entspanne hier jetzt erstmal ein bisschen und dann geht's weiter. Ich bin jetzt eine ganze Weile an der Promenade da am Strand entlang gefahren. Das war sehr entspannt. Jetzt hat die aber irgendwann aufgehört und jetzt geht es weiter erstmal unterhalb der Autobahn auf dieser Nebenstraße da. Jetzt muss ich hier erst durch den Kreisel und dann wieder da hinten an die Autobahn. Ich bin jetzt von dieser Nebenstraße der Autobahn abgefahren und jetzt geht es hier wieder durch kleine Orte und mal sehen, wann der nächste Schotterweg kommt. Ja, da ist er schon, ist aber kein Schotterweg, sondern eine Buckelpiste. Zurück auf eine Teerstraße, mal sehen, wie lange das so geht. Ja, es geht jetzt erstmal eine Weile über Feldwege. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das rauskommt. Ich weiß nicht, wo ich bin so genau. Es ist jetzt hier eigentlich auch nichts mehr. Ich muss mir jetzt eigentlich mal Gedanken machen darüber, wo ich heute Nacht unterkomme. Im Notfall kann ich natürlich immer mein Zelt aufschlagen. Das ist das Gute. Ja, Wildcampen ist hier erlaubt. Aber so richtig Lust habe ich dazu nicht. Ja, ich frage mich, wann es jetzt mal in die Berge geht, ins schöne Albanien. Also sieht das hier jetzt schon eine ganze Weile aus. Es geht so durch Gärten und kleine Felder. Meistens hat jedes Haus halt eben so seinen Gemüsegarten. Und wenn mal was dazwischen ist, dann gibt es vielleicht auch mal Mais oder sowas. Das wird dann teilweise mit dem Pferdewagen abgefahren oder ein Esel wird vor den Karren gespannt. Ja, eigentlich ganz interessant, wie die Leute hier so leben. Aber ich hatte mir Albanien ein bisschen anders vorgestellt, also ein bisschen bergiger. Aber das kommt gleich noch, also später noch. Ja, jetzt kommt der absolute Horror. Hier ist irgendwie so eine alte gepflasterte Straße, beziehungsweise einfach nur große, grobe Steine in die Erde reingelegt. Ja. Das geht jetzt 1 Kilometer oder 2 so. Jetzt kommt auch noch Gegenverkehr. Ich frage mich, was der hier will. Aber ja, er wird schon sein Ziel haben.
Jetzt habe ich ein bisschen Pech gehabt. Das nächste brauchbare Hotel lag 25 Kilometer entfernt von dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, ich müsste mal langsam nach dem Hotel gucken. Ja, und es war 4 Uhr und 26 Kilometer, das hätte ich auf so Buckelpisten und Nebenstraßen nicht geschafft, bevor es dunkel wird. Ja, und dann fing eben das Rennen gegen den Sonnenuntergang an. Bin ich halt auf die Hauptstraße gefahren und mal durchgeknallt. Da habe ich meinen Nachmittagsturbo wieder angestellt. Ja, da habe ich jetzt aber nichts von gefilmt, da war auch nichts zu filmen. Aber wie man sieht, das hier ist diese Ebene, durch die ich die ganze Zeit fahre. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass Albanien so aussieht. Aber ich denke mal, dass es, wenn ich jetzt weiter südlich komme, auch bergiger wird. Ja, morgen geht es weiter und wenn du wissen willst, wie weit ich komme und was ich da so alles sehe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!